Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute in diesem Video werden wir alles besprechen zum Thema Portfolio-Management und Uhren als Investment. Es gibt ein Marktupdate und wenn ihr wissen wollt, was in den letzten 12 Monaten passiert ist und was in den nächsten 12 Monaten eventuell passieren wird, dann werde ich euch heute das Handwerkszeug mitgeben. Das Thema ist so breit getreten wie kein anderes. Ja, jeder fragt mich nach dem Thema Uhren als Investment. Vorher sowie jetzt auch. Wir hatten eine Peakphase im Januar, Februar und jetzt ist einiges passiert, denn die Preise sind gefallen und das ist etwas, über das wir reden sollten. Und warum das Ganze passiert ist, dafür werde ich euch heute mal so ein paar Sachen mitgeben. Master Data, darunter verstehen wir ein paar Key-Zahlen. Ja, warum gehen manche Uhrenpreise nach oben, warum manche nach unten? Und das sind Dinge, die ihr verstehen müsst, damit dieser ganze untransparente Markt für euch ein bisschen klarer wird und warum gewisse Uhren teurer werden oder auch günstiger werden und was das Ganze überhaupt mit den anderen Herstellern neben Rolex so auf sich hat. Und dafür ist dieses Tortendiagramm sehr, sehr wichtig. Also es gibt eine Marktgröße, wie so der aktuelle Uhrenmarkt im normalen Sale aufgebaut ist, nicht vom Graumarkt her, sondern wie die Distribution aktuell verhält. Und hier haben wir ein Market Cap von ca. 21 Milliarden, das ist schon sehr, sehr hoch. Und die Zukunftsprognose liegt aktuell bei ca. 30 Milliarden bis 2025. Von daher, wir haben eine Wachstumsprognose. Das wird begründet dadurch, dass die Uhrenhersteller mehr Uhren auch produzieren wollen. Also das kann man schon vorhersagen und daraus leiten sich einige Dinge ab. Lassen wir es aber erstmal dabei. Schauen wir uns mal den Marktanteil an. Hier sehen wir direkt, Rolex ist der wirklich größte. Selbst wenn man die darauffolgenden 5 Marken zusammennimmt, ist das genauso groß wie der Anteil von Rolex. Und dann haben wir natürlich auch noch Omega mit dabei, Cartier und so weiter. Das, was für uns im Graumarkt essentiell ist, sind die Stückzahlen. Und hier gibt es tatsächlich ein paar verschiedene Zahlen, die wir uns merken müssen. Zum Beispiel Rolex produziert ca. 1 bis 1,1 Millionen Uhren für die Welt. Das ist die reguläre Produktion pro Jahr. Das sind die produzierten Units. Weiterhin, wenn wir bei Omega schauen, Omega machen so circa 1,5 Million. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Audemars Piguet, die hier mit ca. 45 Millionen produzierten Units dabei sind. Und da ist auch die Tendenz steigend. Da sprechen wir aber später nochmal darüber. Und Patek Philippe ist mit 68.000 Euro dabei. Jetzt meint man zu sagen, okay, Patek macht ja viel mehr Uhren. Das heißt, die AP ist vielleicht seltener, aber man darf ja nicht vergessen, bei Patek ist es so, die haben ja sehr, sehr viele verschiedene Produktarme. Ne? Die haben eine Calatrava, große Komplikationen, Nautilus, Aquanaut, Chronographen, Jahreskalender und so weiter. Und bei der Audemars Piguet ist einmal die Royal Oak Offshore und die Code 1159. Innerhalb dieser Arme gibt es natürlich schon mehrere verschiedene Produkte, aber nichtsdestotrotz, die Vielfalt ist dann nicht so hoch wie bei Patek in der Breite. Und das birgt immer ein gewisses Risiko, dass nur an dieser Royal Oak das ganze Unternehmen eventuell hängt. Und wenn jetzt die Stückzahlen von AP nach oben gehen, die produzierten Units und der Markt das nicht mehr schafft aufzunehmen, dann fällt der Graumarktpreis. Den Ausreißer hier in der Liste sehen wir bei Richard Mille. Sensationelle Zahlen. Ja? Sie machen ein Turnover von den ganz, ganz großen und das mit nur 5.000 produzierten Units. Es ist so gesagt, zwischen 5.000 und 6.000 Units pro Jahr werden von Richard Mille produziert und damit sehen wir schon, dass diese Marke wirklich ganz, ganz alleine steht und das ist das Verhältnis zwischen Nachfrage und dann dem Supply und das macht dann den Marktpreis am Ende auch aus. Merkt euch so ein bisschen die Zahlen, die kommen immer hinterher noch zum Tragen. Wenn wir jetzt mal auf konkrete Uhrenbeispiele eingehen, das ist so die Sache, die wahrscheinlich für die meisten interessant ist und da gehen wir mal konkret jetzt auf die Day-Date ein. Also eine olivgrüne Day-Date in Roségold war ja die Uhr, die auch relativ teuer geworden ist. Wir haben hier einen aktuellen Listenpreis unter 40.000 Euro und zu Peak-Zeiten wurde die Uhr ja fast für 90.000 Euro verkauft. Ne? Unglaublicher Wert. Und mittlerweile ist sie abgestürzt auf ca. 60.000 Euro, 55.000 bis 60.000 Euro wird dafür erzielt. Warum ist das so? Also zunächst einmal haben viele Händler darauf gesetzt, dass eventuell das Ziffernblatt eingestellt wird und es ist eine sehr handelbare Uhr, die jetzt dem Hype so ein bisschen zum Opfer gefallen ist. Und als bekannt wurde auch, dass die Uhr jetzt nicht eingestellt wird und dass die Preise auch nach unten gegangen sind, ist Folgendes passiert. Es sind immer mehr und mehr und mehr Uhren auf den Markt gekommen. Viele Privatleute wurden beliefert und haben die Uhr dann verkauft. Die Händler haben nichts mehr verkauft, weil einfach das Geld aus dem Markt zurückgezogen ist. Immer wenn Zinsen in Amerika erhöht werden, fallen
die Marktpreise oder fällt ein gewisser Markt. Der Aktienmarkt geht ein bisschen runter und das überträgt sich natürlich auch auf die Geldsituation innerhalb des Uhrenmarkts. Und dadurch, immer wenn dem Markt Geld entzogen wird, dann können die Preise nach unten gehen. Das hatten wir diverse Male, das ist nicht das erste Mal. Ne? Im Jahr 2000 gab es einen Drop, im Jahr 2007, 2008 gab es einen Drop. Man muss wissen, dass sowas immer mal wieder passiert. Dann geht es auch irgendwann wieder weiter. Bei dieser Uhr im Speziellen möchte ich nur einen Tipp von meiner Seite aus geben. Wenn man Uhren kauft, die relativ teuer sind und die auch noch produziert werden, birgt das immer ein Risiko, dass quasi ein Aufstau an Ware kommt und dann der Markt das nicht mehr aufnimmt und dadurch die Preise fallen. Bei dieser Uhr ist es so, wir haben zu dieser wirklichen Hypezeit kein einziges Modell dieser Art verkauft. Jetzt, als die Preise runtergegangen sind, und man muss ja eine Sache dazu sagen, der Preis jetzt zwischen, sagen wir mal, 50.000 und 60.000 Euro ist ja über die letzten 2-3 Monate relativ stabil geblieben. Falls ihr eine Uhr haben möchtet und die einfach nur anziehen wollt, dann ist das völlig in Ordnung. Tragt die Uhr, die hält plus minus den Wert, lasst dann nochmal 5.000 Euro runtergehen. Wenn es so ist, dann ist es so und ihr habt Spaß daran. Aber als reines Investment würde ich jetzt hiervon abraten, denn sie wird noch gebaut, sie ist kein wirkliches Collectible, das olivgrüne Ziffernblatt tut schon ihren Zweck, aber am Ende es gibt deutlich bessere Varianten. Und die nächsten Jahre, wer weiß, was da so passiert. Es kann auch sein, dass wir jetzt gerade wieder in einer Aufwärtsposition sind. Das weiß man nicht. Kann auch sein, dass weiterhin die Preise erst nochmal für diese Modelle fallen werden. Aber gleich gibt es auch nochmal andere Modelle, wo die Preise auch stabil geblieben sind. Weiter machen wir als Negativbeispiel mit der John Mayer Daytona. Die kennt ihr wahrscheinlich auch alle. In Peak-Zeiten ist es Wahnsinn gewesen. 125.000 Euro wurden dafür erzielt. Ich habe auch in den Händlergruppen gesehen, da wurde auch Handel betrieben. Aktuell liegt so eine Uhr, glaube ich, so zwischen um die 70.000 Euro. Wie sieht es bei der Uhr aus? Es war noch deutlich extremer, dass die Händler gedacht haben, dass die Uhr eingestellt wird. Und auch hier ist dieselbe Marktdynamik. Es kommen immer mehr Uhren auf den Markt und die Konsumenten kaufen die Uhren aber nicht. Und dadurch ist es so ein Abwärtstrend. Man muss immer günstiger sein. Aber noch einmal eine andere Sache. Ihr werdet niemals den richtigen Zeitpunkt finden zum Ein- und Aussteigen. Okay, da müsst ihr euch auch im Klaren sein. Das ist etwas, eine persönliche Meinung, die ich euch mitgebe. Nehmt davon, was sinnvoll ist. Und wenn ihr anderer Meinung seid, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr sagt, nein, die Daytona ist das beste Investment, können wir gerne darüber diskutieren. Und dann schauen wir mal weiter. Bei Patek Philippe, mir war es wichtig, dass ich eine 5711 hier mit unterbringe. Die Uhr ist ja eingestellt, ja, könnte man sagen. Jetzt ist man auf der sicheren Seite. Zu Toppreisen waren wir, glaube ich, schon bei neuen Uhren bei 200.000 Euro oder 160.000 Euro. Und mittlerweile, ja, für 120.000 Euro muss man sich schon Mühe geben, dass man die dann auch los wird, obwohl das Modell eingestellt ist. Als reine Wertanlage möchte ich euch darauf hinweisen, dass in der Vergangenheit Folgendes passiert ist. Immer, wenn eine Uhr eingestellt wird und ein neues Modell rausgebracht wird von Hype-Produkten, Beispiel Daytona, Keramik Daytona mit der Stahllünette Daytona, als sie die ersetzt hat, wird zwangsweise das neue Modell, viele sagen ja, dass am 15. jetzt eine neue Patek vorgestellt wird, dass das alte Modell darunter leidet. Das war bis jetzt immer so. Das heißt, man hat eine 5711, lasst den Preis gefallen, gestiegen sein. Sollte jetzt eine 6711 oder eine neue Nautilus rauskommen, dann wird erstmal der Fokus von diesem klassischen 5711 Modell leicht verlagert auf das neue und dadurch wird der Preis oder das Modell wird schon unter Druck stehen, diesen Preis überhaupt halten zu können. Von daher ist es auch hier so, dass ich da sagen würde, seid vorsichtig. Ne? Natürlich, man kann die Uhr immer mal wieder, man kann die Uhr kaufen, man kann die Uhr auch verkaufen. Es wird immer ein Klassiker und eine sehr wichtige Uhr innerhalb des Portfolios von Patek Philippe bleiben. Aber ich würde schon sagen, gibt der Uhr noch mal 1-2 Monate, schauen wir mal, ob Patek was Neues rausbringt und danach kann man dann zuschlagen und diese Uhr mit ins Portfolio aufnehmen. Jetzt machen wir aber weiter mit einer guten Uhr. Und da möchte ich euch mal alle bitten, ein Handy zur Hand zu nehmen und wir machen jetzt mal parallel Folgendes. Wir hatten eben Stückzahlen, Angebot und Nachfrage. Wir sehen jetzt hinter mir eine Day-Date, das heißt, wir haben auch wieder den Markenhersteller Rolex, das ist immer wichtig, auch beim Portfolio-Management kommen wir darauf nochmal zu sprechen. Dann haben wir eine Modellserie, Day-Date, Daytona, das sind alles gute Uhren. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam, das kann auch jeder zu Hause machen, bevor er eine Uhr als Wertanlage kauft, gucken, wie viele Stückzahlen auf dem Markt existieren. Dafür ist es wichtig, dass ihr darüber nachdenkt, nicht jetzt nur nach einem Einzelstück zu suchen, denn Girard-Perregaux wird viele Einzelstücke haben, aber die sind halt nicht handelbar. Man muss sich schon dran halten, 1A Marke, Rolex, Patek oder Piguet Richard Mille,
und dann innerhalb dieser Serie auch nicht eine Cellini oder so, sondern davon auch eine gute Modellserie. Und dafür geht einfach mal auf Chrono24 und gibt mal die Rosé Goldene Day-Date ein. So, da kann man es ein bisschen allgemeiner halten. Am besten ist es, wenn ihr auf der Webseite einfach die Modellnummer eingibt. In dem Falle wäre es die 228235. Und dann geht ihr unter Filtern und wählt einfach als Ziffernblatt-Variante grün aus. So, und dann sehen wir hier, dass wir aktuell ein Marktangebot weltweit von 195 Uhren haben. Das ist krank. Vergleichen wir das einmal mit jetzt dieser Day-Date. Es ist eine andere Uhr, es ist eine Vintage-Uhr, die wurde nur über einen kurzen Zeitraum gebaut aus den 90er Jahren, müssen wir nicht drüber sprechen. Hiervon gibt es aktuell eine. Okay? Das heißt, 195 Uhren ist ein wirklich großes Angebot, wo ich jetzt sage, kauft die Uhr von mir aus privat, habt Spaß damit, tragt die Uhr, eventuell wird sie ein bisschen günstiger, eventuell steigt sie auch wieder vom Wert. Aber das können wir nicht als planbares Risiko mit reinnehmen. Hingegen bei dieser Uhr, die wir jetzt hier haben, Honeycomb-Ziffernblatt, Factory Bezel, das sind Sachen, die sind nicht mehr reproduzierbar. Diese Uhren gab es. Bei manchen sind die Uhren vielleicht verloren gegangen, bei manchen sind die Papiere verloren gegangen. Wenn man sowas im vollen Set findet, ist das höchst attraktiv und zudem spielt die sich in etwa einer gleichen Liga ab. Wir sind jetzt hier bei 89.000 Euro und bei so einer Day-Date muss man auch mit circa, sagen wir mal, 60.000 Euro rechnen. Es ist ein Unterschied, aber zumindest sollte man es mal in Betracht ziehen, wenn es darum geht, die Uhr als Wertanlage zu kaufen. Das heißt, Angebot, Nachfrage, Stückzahlen sollte man ab und an einfach mal einen Blick drauf werfen und dann ist man auch schon ein bisschen weiter. Dasselbe ist bei der Daytona-Serie. Wir hatten eben die John Mayer. Auch hier können wir mal wieder reingehen und da ist es noch krasser. Ich weiß, dass es über 200 Uhren gab. Aktuell haben wir bei der, mit dem grünen Ziffernblatt ein Angebot von 258 Uhren. Dagegen gibt es jetzt bei einer Daytona, die Daytona Beach wurde nur über einen kurzen Zeitraum gebaut, ist auch schon lange eingestellt, hat ein Steinblatt, da gibt es sehr viele Spezifikationen, wo ich eher zu raten würde. Auch eine Daytona Beach ist am Ende mit Sicherheit 10% gefallen, 10-15%, aber am Ende, wenn wir mal schauen, hat alle Voraussetzungen. Wir haben die Marke Rolex, wir haben eine Daytona, die beste Serie eigentlich innerhalb der Sportuhren. Wir haben ein Collectible mit einer kurzen Produktionsdauer von 2000 bis 2004. Wir haben eine spezielle Box, die dazu gehört, einen speziellen Cardholder. Alles steht da für eine gute Perspektive auf die nächsten Jahre. Und dasselbe haben wir auch noch mal extremer natürlich bei dieser Uhr. Einer meiner absoluten Favoriten, Sodalith Steinziffernblatt, Baguette-Lünette. Hier werden wir auch im November, steht eine Auktion vor der Tür und da wird eine Estimation ungefähr ausgemacht von 180.000 bis 200.000 Euro. Dann wird natürlich so eine Uhr, die aktuell jetzt bei uns 169.000 Euro geht, sich nochmal nach oben entwickeln. Und hiervon gibt es tatsächlich nur eine Uhr. Da muss man aber jetzt auch, also man kann da für sich selber nachdenken, wenn es jetzt auf der einen Seite 285 Uhren gibt und hiervon gibt es nur eine, dann heißt das natürlich zum einen, die Uhr ist seltener, zum anderen ist sie aber eventuell auch nicht so leicht handelbar. Das wäre vielleicht ein Nachteil von dieser Uhr. Aber man muss auch dann sagen, ihr wollt ja die Uhr jetzt nicht im Jahresrhythmus kaufen, verkaufen und dann kann man schon ein planbares Risiko eingehen und sagen, für eine Daytona, selbst mit einem Steinziffernblatt, wird man schon einen Käufer tatsächlich finden. Am Ende, da sind wir uns auch alle einig, eine Gelb-Gold-Daytona mit einem grünen Ziffernblatt wird man einfacher vermarkten können, aber ihr werdet nicht diese Renditen erwirtschaften, die jetzt bei dieser Uhr in Frage kommen. Aber es gibt auch tatsächlich Uhren im Niedrigpreissegment. Wir haben viel über jetzt teure Uhren gesprochen. Auch bei so einer Reduced ist es so, dass die sich wirklich positiv entwickelt hat. Und hier ist eine etwas andere Taktik. Hier haben wir sehr, sehr viele Stückzahlen. Das heißt, Omega produziert einige Speedmaster-Modelle, auch in den 90er Jahren. Die Reduced wurde oft gebaut. Und hier haben wir etwas, was für eine hohe Stückzahl spricht, wenn sie denn eingestellt ist, denn sie steht auf vielen Beinen. Wenn wir jetzt den Markt fluten wollen, dann ist es bei einer Daytona mit einem Steinziffernblatt und einer Baguette-Lünette am Ende leichter. Wenn wir jetzt theoretisch 5 Uhren hätten, können wir den Marktpreis einstürzen lassen. Das ist natürlich schwierig, wir wissen alle, man kriegt diese Uhren nur sehr, sehr schwer. Am Ende, ich weiß es am besten, weil ich mich im Markt befinde. Aber bei einer Reduced, die ist sehr unanfällig dafür, weil es müssten hunderte Modelle rauskommen, damit so ein Marktpreis fällt. Und hier ist es so, wir haben uns nach oben entwickelt im Jahr 2020. Als ich mich selbstständig gemacht habe, lag so eine Uhr bei 2.000, 2.500 Euro, dann 3.000 Euro und momentan verkaufen wir die Uhren so um die 3.500
bis 3.900 Euro, je nachdem, ob es Reduced oder Reduced 2 ist. Das ist ein Beispiel dafür, wie die andere Seite aussieht, wenn man sehr viele Stückzahlen hat und eine Uhr sich auf einem Level etabliert hat. Was machen wir jetzt im Portfolio-Management? Wir haben bei uns auf der Webseite die Möglichkeit, dass Leute sich an uns wenden, wenn sie jetzt keine Ahnung haben. Das fängt leider natürlich erst bei einem Preis von 150.000 Euro an, weil sonst kann man halt nicht viele Uhren zusammen mischen, die dann Sinn machen. Wir gehen immer wie folgt vor, wir fragen die Leute, wie lange möchten sie das halten. Es gibt beispielsweise Leute aus dem Entertainment-Bereich, die nur ein Jahr das Ganze sich vornehmen. Dann gibt es Leute, die, als andere Extrembeispiel, wir hatten auch mal jemanden, der hat das als Altersvorsorge genommen und dann die Uhren in den 90ern gekauft und dann 2020 an uns verkauft. Da waren natürlich die Margen, das war unglaublich. Ja? Also solche Zahlen habe ich selbst kaum gesehen. Und sehr wichtig ist auch, wie viel Geld kann man investieren, denn wenn man jetzt 300.000 Euro hat, dann kann man schon ein bisschen mehr, dann kann man vielleicht auch mal Patek und Audemars mit dazu nehmen. Bei 150 kann man halt nur eine der beiden dazu nehmen und das sind halt die Sachen, die wir am ersten Mal so ein bisschen ausloten möchten. Und danach schauen wir uns an, was denn so noch im Bestand ist. Gibt es vielleicht den Wunsch, Uhren zu tragen, Uhren nicht zu tragen? Hat man vielleicht schon etwas, was man verkaufen kann, umschichten kann? Das ist so die nächste Frage, mit der wir uns beschäftigen. Und dann gucken wir genau, was nehmen wir denn mit rein? Zwangsweise, wenn jemand bei Null anfängt, legen wir immer Uhren im unteren Preissegment unter 20.000 Euro mit rein. Das heißt, selbst wenn sich eine Person privat verändert, es kann immer irgendwas passieren, man möchte irgendwie bauen oder dies oder das. Meistens ist eine GMT Master, eine Submariner, eingestelltes Modell der 90er Jahre. Und dann hat man unten schon mal so ein kleines Kissen, so ein kleines Polster. Damit wird man nie die Top-Renditen erwirtschaften. Ne? Da liegt so eine Marge zwischen, sagen wir mal, 5 und 7% circa. Und man hat aber die Möglichkeit, an jeder Ecke diese Uhr dann wieder zu verkaufen. Ne? Und dann guckt man in dem mittleren Preissegment, sagen wir 50.000 bis 80.000 Euro. Da gibt es momentan ein paar gute Day-Date-Uhren, wo man sich bedienen kann. Und dann in der Spitze versuchen wir immer so eine seltene Daytona, eine Patek oder so mit reinzunehmen. Aber da muss man in jedem Fall individuell schauen, was auch der Markt hergibt. Auch so eine Haribo Yachtmaster, bei der wir gerade der günstigste sind, mit einem Gem-Setting im Verhältnis zur Rainbow Daytona, ist jetzt nicht uninteressant. Und da muss man immer mal dann nochmal ausloten. Zu welchem Zeitpunkt soll verkauft werden? Da sollte sich jeder einfach darüber im Klaren sein. Wir Deutschen neigen dazu, nie zu verkaufen. Aber man sollte sich auch da ein Ziel einfach setzen, um zu sagen, okay, dann steigen wir halt aus. Und im nächsten Schritt muss man versuchen herauszufinden, was so Zukunftsthemen sind. Ja? Also man hat immer mal wieder, hätten wir jetzt Anfang des Jahres darüber gesprochen, als Audemars Piguet, als das Jubiläum vor der Haustür stand, das war ein Trend. Wir haben aktuell so ein bisschen, dass die Uhren sich allgemein verkleinern. Das heißt, die Leute gehen weg von 40 mm und sind auch bereit, 36 mm zu tragen. Und das wird auch sehr publik gemacht, auch bei Audemars Piguet, 37 mm, sehr interessante Uhr. Und da kann man ein bisschen in die Zukunft planen, je nachdem, wie lange die Haltezeit denn sein soll. Und am Ende ist es auch so, dass Farbe dort auch immer eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das ist so ein kleiner Frame, wo man mal sagt, so gehen wir im Portfolio-Management vor. Wir versuchen daraufhin halt individuelle Modelle rauszusuchen, wo auch vielleicht die Neigungen des Kunden sind. Und da haben wir dann immer einige Modelle, die wir online haben oder auch halt nicht online haben, ne? Gibt es auch immer wieder. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Handwerkszeug mitgeben, so die Marktdynamik erklären, warum Sachen teurer und günstiger werden. Falls ihr Interesse an Uhren habt, schaut gerne auf der Webseite vorbei und es bleibt weiterhin spannend. Wenn man jetzt mir die Frage stellen sollte, werden Preise von Uhren steigen oder fallen? Ich sag mal so, wir haben Uhren wie jetzt beispielsweise eine GMT Master oder andere Modelle, die sind relativ konstant geblieben. Bei diesen Top-Modellen oder insbesondere jetzt bei Audemars Piguet-Uhren muss man tatsächlich noch ein bisschen auf die äußeren Einflüsse warten. Die letzten 3 Wochen waren hochspannend. Wir haben tolle Sales gehabt. Der Markt wacht mal wieder so auf und ich erkenne, dass gewisse, ja, ähnlich wie bei dem Lockdown und Covid, dass immer so 1-2 Monate vergehen müssen, ne, der Ukraine-Krieg und so weiter, und dass die Stimmung dann mal wieder nach oben geht. Und da ist es so, dass wir am Ende, wie bei Warren Buffett auch, er hatte einmal gesagt, dass wenn man in Berkshire Hathaway investiert, ne, er hatte schon 2-mal oder 3-mal den Aktienwert um die Hälfte verloren. Am Ende ist es aber auch klar, dass man nicht in eine Aktie investiert, also man macht es natürlich schon, aber er investiert ja in Unternehmen und die Unternehmen werden auf lange Sicht immer mehr wert werden. Ihr müsst euch selber die Frage stellen,
werden mechanische Uhren in der Zukunft, das heißt die Leute, die heute 15, 16, 17, 18, 19, 20 Jahre alt sind, werden die in der Zukunft weiterhin Spaß an Uhren haben. Wenn ihr die Frage mit Ja beantworten könnt und nicht sagen könnt, wie beispielsweise bei Autos, dass das Thema mit Carsharing, das einfach abnimmt, dass dieses Thema Führerschein, selber fahren, nicht so ist wie in den 90er Jahren, dann hat man da schon mal Zukunftsaussichten. Ja? Temporäre Wahrnehmungen, ob jetzt eine Daily jetzt 5.000 € weniger kostet oder nicht, hängt euch nicht daran auf, das interessiert niemanden. Ja? Das ist ein Gegenstand, den ihr euch kauft. Falls ihr aber wirklich investieren wollt, dann nehmt diese Ratschläge mit, die ich euch hier aufgezeigt habe, und dann wird das alles schon gut werden. Und es ist eine sehr, sehr spannende Zeit und ich bin mal gespannt. Lasst mich mal wissen, ob ihr aktuell Uhren kauft oder gar nicht kauft oder ob ihr denkt, dass in der Zukunft die Apple Watch doch alles ablösen wird, so wie es damals gedacht worden ist. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, ciao, ciao.